Schöne Bewegung hier im Saal vor der Mainstage wahrzunehmen. Und wir machen auch direkt nahtlos weiter mit unserem nächsten Thema, mit unserem nächsten Experten. Und zum Vortrag, der jetzt folgt, gibt es eine deutliche Ankündigung im Programm auf der LeadCon-Website. Die habe ich mir gerade mal hier mitgenommen und zitiere. Ein Pflichttermin für alle, die Veranstaltungsorte rechtssicher planen, betreiben oder nutzen. Also dieser Vortrag adressiert jetzt eben Betreiber, Veranstalter und auch Technikteams, die dann agieren in der Branche. Und es geht um die neue Musterversammlungsstättenverordnung, die tiefgreifende Veränderungen für die Branche mit sich bringt. Und da tauchen wir jetzt tiefer ein, sehr praxisnah, mit einem Experten zu dem Thema. Er ist Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei Löhr in Bonn. Bitte begrüßt hier bei uns auf der Bühne Volker Löhr. Grüß dich. Technik wird genutzt, Technikteams sind am Start, auch die sind jetzt unter anderem adressiert. Und ich freue mich sehr, dass du fast aus meiner Heimat, aus dem Rheinland auf jeden Fall. Ich bin in Brühl aufgewachsen, in der Nähe von Köln. Du kommst aus Bonn. Jetzt treffen wir uns hier in Hamburg. Schön, dass du da bist. Und du hast dein Publikum hier. Gute Bewegung noch. Du hast mir auch gesagt, dass es sehr interaktiv werden darf. Also wenn Fragen da sind, die auch ruhig immer stellen, oder? Sehr gerne, ja. Ich freue mich, wenn ihr zwischendurch einfach einhakt. Ich sehe das ein bisschen schwierig, ihr müsst dann reinrufen möglicherweise, weil man wird doch ein bisschen mehr geblendet. Ja, oder wir können es so machen. Wenn du sagst, an der Stelle Fragen, dann wird Johannes das mal so. Das ist gut, oder? Dann siehst du sie. Ich versuche auf jeden Fall hinten noch mal 10 Minuten für euch zu reservieren für Fragen, wenn sie dann reinkommen. Und ich leg los. Legen wir los. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Vielleicht noch 1, 2 Worte. Ich selber sitze mit der Kanzlei in der Versammlungsstätte, nämlich im alten Bundestag in Bonn. Das nennt sich ganz bescheiden World Conference Center. Und ich habe so viel jetzt eben über Produkte und so weiter gehört und wie man die am besten verkauft. Wir verkaufen halt Rechtsberatung und haben dazu 230 Städte in Deutschland, die wir betreuen dürfen mit ihren Locations, so die Hälfte der Bundesliga-Stadien, die großen Arenen. Wir sind primär auf der Seite der Locations, der Versammlungsstätten unterwegs. Und ich darf seit 25 Jahren den Kommentar, der mittlerweile 600 Seiten umfasst, zum Bau und Betrieb von Versammlungsstätten rausgeben. Und jetzt ist im Moment ein Verfahren im Gange. Jetzt gucke ich mal, ob ich das richtig hier erwische. Nämlich die Novellierung der Musterversammlungsstättenverordnung, die aus dem Jahre 2002 eigentlich kommt. Und ich hatte gehofft, dass für den heutigen Tag schon ein bisschen mehr in der Projektgruppe der Bundesländer, also das heißt, wir haben eine Projektgruppe, die ist eingesetzt worden über die Fachkommission der Bauaufsichten. Und da arbeiten fast alle Bundesländer zusammen und die sind im Moment so bei Paragraph 23, 24. Insgesamt hat das ganze Ding 48 Paragraphen. Es gibt einen Entwurf, der vielen Verbänden zugegangen ist. Es haben insgesamt, schätze ich mal, 50 Rückmeldungen, qualifizierte Rückmeldungen an die Projektgruppe gegeben. Das ist ein ganz seltenes Verfahren, das hier eingeleitet worden ist. Man hat nämlich gesagt, macht mal Anregungen, gebt mal Anregungen, was muss anders werden in der Versammlungsstättenverordnung. Nachdem man sich so rudimentär, sage ich jetzt mal, an verschiedenen Paragraphen abgearbeitet hatte, hat man gesagt, okay, wir fragen die Verbände an. Und ich habe für 6 Verbände, EVVC, AUMA, Verband der Messewirtschaft, VDS ist eine Vereinigung der Stadionbetreiber, die auch den Eventfaktor sehr stark im Auge behalten, also nicht nur die Fußball- und Sportereignisse in den Stadien und dann Deutscher Fußballbund, Deutsche Fußballliga als Mandanten von uns betreuen dürfen. Und was uns geglückt ist, ist eine Unterlage zu generieren mit Anmerkungen, die man doch noch etwas anders machen sollte, als man es bisher vorgesehen hat. Ich habe für euch, wir haben insgesamt 20 Seiten in DIN A8-Schrift mit Tabellen eingereicht zur Änderung. Das wird in der Dreiviertelstunde nicht gelingen, euch das alles zu zeigen, was da drin steckt. Aber ich will so ein bisschen die Highlights mit reinbringen. Und das ist die Sichtweise dieser Verbände, die ihr gerade gesehen habt, die noch verschiedene Modifikationen versuchen zu bewirken. Wir haben relativ engen Kontakt zu dem Vorsitzenden der Projektgruppe. Der sitzt im Moment in Düsseldorf. Das ist ein Herr Dr. Schleich, Leiter der ein Teil der obersten Bauaufsicht in Nordrhein-Westfalen. Und durch die Nähe zwischen Bonn und Düsseldorf bedingt sich das, dass wir relativ häufig auch telefonieren. Und da ich seit
eben Ewigkeiten diesen Kommentar rausgebe, fragen die mich auch ganz häufig, wie ist das denn in der Vergangenheit gewesen? Warum ist denn das so passiert und so passiert? Und dementsprechend hier für euch 5 Punkte insgesamt, Anwendung der neuen Vorschriften. Für mich als Juristen ist das Wichtigste eigentlich zu fragen, ja, was ist, wenn dieses Ding jetzt in Kraft tritt, was muss ich denn eigentlich für so eine Messehalle, wie sie hier steht, oder auch für ein Kongresszentrum eigentlich beachten in Zukunft, welche Vorschriften gelten für mich? Und da hat man etwas deutlich verändert gegenüber der letzten Fassung, die aus dem Jahr 2017, glaube ich, der Bart ist schon ziemlich alt, also die Musterversammlungsstättenverordnung. 2017, da hat man etwas gemacht, ihr müsst euch das nicht durchlesen, ich erkläre es euch gleich, damit ihr seht, unsere Anmerkungen sind immer blau hinterlegt, das, was der Gesetzgeber gemacht hat, ist gelb. Und wir haben gesagt, ihr müsst es noch ein bisschen anders machen, als er es jetzt vorgeschlagen hat. Man hat ganz hinten in der Versammlungsstättenverordnung gesagt, welche Vorschriften gelten. Man hat da relativ klar abgezeichnet, ihr müsst baulich, technisch in diesen Hallen nichts nachrüsten. Das stand früher in einem Absatz 1 drin, es wird diesen Absatz 1 nicht wieder geben. Der wird nicht aufgefüllt. Man könnte zum Beispiel sagen, wir wollen das Rigging in Zukunft technisch noch anders ausgestalten und es müssen irgendwelche zusätzlichen Sicherheiten rein oder es müssen Rettungswege anders beleuchtet sein. Das könnte man vorschreiben. Dann muss man aber gleichzeitig, das ist eben so ein Verfassungsgebot, man muss gleichzeitig sagen, was ist denn eigentlich mit den ganzen Hallen, die schon gebaut haben? Müssen die alle nachrüsten oder können die so bleiben? Das ist eine Entscheidung, die der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber jetzt in dieser Fachkommission so bewertet, dass er sagt, nee, wir machen keine Nachrüstung, aber es gelten, und das ist dieser eine Satz, die Betriebsvorschriften des Teil 4. Und wenn ihr mit der Versammlungsstättenverordnung in der Vergangenheit umgegangen seid, dann werdet ihr merken, dass ganz, ganz viele, Teil 4 beginnt bei Paragraph 31 und endet bei 43, da gibt es dann so Betreiberpflichten, Sicherheitskonzepte, Freihaltung von Rettungswegen, also betriebliche Vorschriften, die wir hier auch beachten müssen, auch sogar, ja, und da kommt dann genau das Problem schon, das Aufstellen von Stühlen. Da seht ihr hier so einen Paragraphen, 10 Absatz 1, versteht in dem 10 Absatz 1, der steht unter den Bauvorschriften drin. Da steht ganz vorne allgemeine Bauvorschriften. Da sag ich, ja gut, das muss ich ja jetzt nicht beachten. Ja, man hat halt irgendwie vor 20 Jahren mal schlecht sortiert. Man hat verschiedene betriebliche Dinge auch bei den Bauvorschriften untergebracht. Und da steht so ein Satz, werden vorübergehend Stühle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen. Ihr sitzt heute in Reihen verbundenen Sesseln hier drin, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden. Schon der Satz, werden vorübergehend Stühle aufgestellt, macht klar, es ist eine Möblierungsvorschrift und keine Bauvorschrift. Die steht in Paragraph 10. So, und wenn ihr euch den Paragraph 10 jetzt anschaut, dann findet ihr, die haben jetzt nur den Einser genommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, hey, wenn ihr das macht, 3 bis 7. Der 8er nicht und der 9er wieder. Ihr habt nämlich da drin gestellt, der Abstand zwischen diesen Stuhlreihen, wo sie jetzt heute sitzen, muss mindestens 40 Zentimeter breit sein. Das steht da auch drin. Die Mindestbreite eines Stuhles, das ist eher eine Komfortvorstellung als eine Sicherheitsvorschrift, muss 50 Zentimeter sein. Der Abstand von jedem Stuhl bis zu einem Gang oder von einer Stuhlreihe, von einem Platz, darf nicht mehr als 10 Meter sein. Und dann der Ausgang wiederum aus dem Raum, auch wieder mit gewissen Rettungswegelängen und so weiter, ist zu beachten. Das sind alles Vorschriften, die stehen alle in dem Paragraph 10 drin und werden jeden Tag angewandt in der Möblierung, Aufplanung von Versammlungsstätten. Und wenn ihr, weil das Ganze ist nämlich Bußgeld bewährt, und wir haben eine Vorschrift, die findet ihr gleich auch im Text nochmal in Paragraph 38. Da steht drin, der Betrieb einer Versammlungsstätte ist einzustellen, wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. Technische Anlagen nicht funktionieren und Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. Das bedeutet natürlich in der Konsequenz, ich muss auch wissen, was sind die Betriebsvorschriften. Und dann haben wir gesagt, bitte, dann macht's doch jetzt in der NRW in der Verordnung, also in der Umsetzung in NRW gibt es schon so eine Aufzählung, die ähnlich aussieht. Und wir haben gesagt, dann macht's doch bitte richtig und schreibt rein, dass an dieser Stelle selbstverständlich noch weitere Vorschriften, hier geht es um elektrische Schaltanlagen, hier geht es um die Einrichtung von Sprühwasserlöschanlagen, die in den Hallen oben drin sind oder Sprühköpfen durch eingebaute Messestände. Also wenn ihr einen Messestand habt mit einem Deckel drauf oder zweigeschossige Messestände, dann darf die Sprinklerwirkung nicht beeinträchtigt werden. Ja, das ist eine Möblierungsvorschrift. Mache ich also einen Dienstleistungsstand, einen Messestand, baue ich den auf und mache oben einen Deckel drauf, weil es einfach gemütlicher aussieht oder habe ein zweites Stockwerk, dann muss, je nach Messestandort, der Sprinkler entweder runtergezogen werden oder wir haben mit Rauchmeldern in diesen Dingern zu arbeiten. Grundsätzlich darf er nicht beeinträchtigt werden, diese Wirkung. Da sagt man, das ist eine Vorschrift, die betriebliche Auswirkungen hat. Und dann gibt es
noch etwas ganz Spannendes, das erzähle ich euch, ohne die Vorschrift aufzulegen. In dem 3 Absatz 3 Satz 4 haben sie jetzt was Also sie haben hier eine Vorschrift genommen, den Absatz 3, den haben sie inhaltlich umgestaltet und haben gesagt, wenn ich vorübergehend Wände reinbaue, das haben wir hier in der Halle natürlich durch Messestände schon allein, überall werden mobile Wände irgendwo reingepackt, dann müssen die nicht die Brandschutzanforderungen an das Bauwerk erfüllen. Weil normalerweise müssen Wände wiederum gewisse Brandschutzanforderungen erfüllen, damit sie in der baulichen Brandwiderstandsklasse entsprechend standhalten. Das heißt, das haben wir reingeschrieben und gesagt, das ist also auch nur eine Möblierungsvorschrift. Da steht dann immer drin, wird vorübergehend das eingebracht. Ihr findet in den Auslegungskriterien der ARGE Bau, das ist die Baugemeinschaft, da findet ihr den Hinweis, selbst wenn ich eine Tribüne aufbaue in einer Halle, ist das auch niemals ein fliegender Bau oder eine bauliche Anlage. Es ist immer eine Möblierung. Und jetzt wird das so ein bisschen klarer, wenn man eben da an dem Paragraphen sich dann in diese Richtung bewegen sollte. Hier habt ihr den alten Paragraph 38 und das ist das, was eigentlich auch für die Juristen und für unsere Mandanten immer wieder super spannend ist. Sicherheit, ich bin verantwortlich. Da steht das Wort Verantwortung, der Betreiber ist für die Sicherheit verantwortlich. Und eigentlich seit Ewigkeiten gibt es immer die Diskussion zwischen den Absatz 1 und 2. Das ist der alte Paragraph, ich zeige euch gerade, was wir damit verändern und was wir noch zusätzlich empfehlen. Wir haben eine Versammlungsstättenverordnung und keine Veranstaltungsverordnung. Es geht das ist eine Bauverordnung, es ist eine Sonderbauverordnung. Es geht um den Bau und Betrieb einer solchen Versammlungsstätte. Natürlich finden da Veranstaltungen statt, das ist klar. Aber die tun sich im Moment sehr, sehr schwer, auch gerade in den Begrifflichkeiten. Sage ich, okay, da haben wir diskutiert drüber. Ich zeige euch mal, was wir daraus gemacht haben. Richtig. Der Betreiber ist für die Sicherheit des Betriebs der Versammlungsstätte, das ist nämlich die Messe Hamburg jetzt im Moment hier, der Betrieb, das Ding muss sicher sein. Dann sagt er, der darin stattfindenden Veranstaltungen und, ich habe gesagt, streicht bitte das sonst raus, das ist einfach vom juristischen Sinn nicht zweckmäßig, das reinzupacken, und für Einhaltung der Vorschriften. Welche Vorschriften? Ja, die Betriebsvorschriften. Paragraph 31 bis 43 plus diese versteckten. Dass die Bestuhlung richtig steht, für diese Vorschriften bist du erstmal verantwortlich. Das heißt, wenn hier heute vom Veranstalter oder vor 3 Tagen aufgebaut worden ist immer die Frage, stellt der Veranstalter die Stühle selber? Dann kommt möglicherweise einer von der Halle nochmal rein und guckt sich das an und sagt, sind die Stühle so gestellt, wie wir im Planwerk das dürfen? Ja, da gibt es einen Kontrollmechanismus und das ist diese Verantwortung, die der Betreiber hierfür hat. Und jetzt seht ihr das eigentlich, die nächste, das kann sein, dass die Begrifflichkeit sich noch verändert. Wir haben gesagt, macht doch endlich mal diesen Zopf weg während des Betriebes von Versammlungsstätten. Wir diskutieren uns seit 20 Jahren darüber, wann beginnt der Betrieb einer Versammlungsstätte, wo ein Veranstaltungsleiter anwesend sein muss. Da gibt es Menschen, die sagen, im Aufbau muss ein Veranstaltungsleiter da sein. Nee, Meister für Veranstaltungstechnik, verantwortlich für Veranstaltungstechnik müssen beim Aufbau da sein. Andere sagen, doch, der muss schon da sein, der muss schon einen Tag vorher da sein, der muss immer da sein, wenn wir die Tür aufschließen. Das ist personalintensiv, das kostet richtig Geld. In welchen Phasen brauche ich einen Veranstaltungsleiter? Und wir haben im Kommentar seit 20 Jahren reingeschrieben, hätte man gewollt, dass es einen Betriebsleiter gibt, da hätte man Betriebsleiter reingeschrieben. Also es geht um die Veranstaltung. Was bringt mir ein Veranstalter, der von Technik Veranstaltungsleiter, der technisch keinen Hintergrund hat? Der vielleicht sogar der Geschäftsführer ist, sagt, ich mache heute selber die Veranstaltungsleitung, der muss nicht im Aufbau und Abbau da sein. Da brauche ich das Fachpersonal, das den Auf- und Abbau kontrolliert. Insofern haben wir gesagt, macht es besser und schlagen eben davor, ihr könnt das auch sagen, während des Betriebes bei Veranstaltungen, wir haben es Veranstaltungsbetrieb genannt, muss ein Vertreter des Betreibers. Der Betreiber ist die GmbH. Bisher steht drin der Betreiber. Die haben das auch so übernommen schon gedanklich. Wir haben da telefoniert drüber und haben gesagt, klar, es muss eine natürliche Person anwesend sein, entweder der Betreiber oder eine beauftragte Veranstaltungsleitung. Auch da ist man im Moment sehr intensiv in der Fachkommission der Bundesländer am Diskutieren. Trennen wir uns von dem Veranstaltungsleiterbegriff und gehen auf Leitung. Das ist nicht genderisiert allein, sondern haben wir nicht immer einen Vertreter des Betreibers, der für eine Veranstaltung auf der gebäudetechnischen Seite eine Rolle spielt und auf der anderen Seite hier auch bei der Veranstaltung jemanden vom Veranstalter, der Veranstaltungsleiter ist. Das heißt, die beiden bilden zusammen eine Veranstaltungsleitung für das Format, das heute hier stattfindet. Und deswegen finden wir, sollte das auch hier drin Berücksichtigung finden, respektive als Alternative einen anderen Satz. Dann hat man, das hat man selber schon gemacht, das hatten wir mal im Telefongespräch angeregt, streicht doch endlich mal das Wort die.
Was für eine rechtliche Wirkung, eine riesengroße Wirkung hat das. Es wird zwar schon in der Praxis immer wieder gelebt, aber wenn man das Wort die schreibt, dann können auch einzelne Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 können übertragen werden. Ich kann also jemandem sagen, wir bestellen im Einser, ihr seht das hier, für die Einhaltung der Vorschriften. Das ist auch zum Beispiel die Vorschrift, einen Ordnungsdienst bestellen zu müssen. Jetzt kann ich entscheiden, als Betreiber einer solchen Halle, muss der Veranstalter den Ordnungsdienst bestellen oder muss er unseren Ordnungsdienst, den wir als Rahmenvertragspartner hatten, nehmen und am Ende bezahlen. Übertrage ich die Pflicht oder nehme ich die Pflicht selber wahr? Und das heißt, ich kann einzelne Pflichten, soll er selber Meister oder verantwortlich für Veranstaltungstechnik mitbringen oder haben wir im Hause genug ausgebildete Menschen, die das alles übernehmen können? Das heißt, das sind die unterschiedlichen Übertragungsmöglichkeiten, die man dabei hat. Hier seht ihr das, warum wir das beim Veranstaltungsbetrieb eben in Abgrenzung zu diesem Betrieb für richtig halten. Hier nochmal in Paragraph 40. Steht ja drin, während des Auf- und Abbaus. Hätte der Gesetzgeber damals schon gewollt, dass es während des Auf- und Abbaus eine Veranstaltungsleitung bedarf, dann hätte er sie auch in 38 reinschreiben können. Nee, er sagt einfach Betrieb. Mach sie jetzt besser, dann braucht man weniger Rechtsberatung durch Anwälte, wenn man sich darüber streitet, sondern steht schon im Gesetz drin, dann ist es einfach eindeutig. Der Vertreter des Betreibers ist auch nur eine Klarstellung, einmal in Bezug auf diese GmbH-Thematik und gleichzeitig wird klargestellt, dass natürlich auch mehrere Personen eine Veranstaltungsleitung wahrnehmen können. Und ich würde mal sagen, in fast allen multifunktionalen Arenen ist das regelmäßig der Fall. Manche nennen dann das so ganz groß Einsatzstab. Wir haben einen Betreibervertreter und wir haben da jemanden benannten Vertreter vom Veranstalter. Das ist nichts anderes als eine gemeinsame Veranstaltungsleitung, in der aber allerdings klar sein muss, wer hat, wenn wir uns nicht einig sind, das letzte Wort. Und das sind die gebäudetechnischen Dinge. Wenn ich einen Brandmelder auslösen habe, dann wird nicht hier der Veranstalter möglicherweise eine Räumung dieser Halle anordnen, sondern das geht dann über die Haustechnik, über die entsprechenden Ansprechpartner in der Halle. Wenn ich aber jetzt jemanden bei euch im Publikum hätte, der jetzt anfängt, der mag den Löhr nicht mit einer Trillerpfeife die ganze Zeit hier rumzutrillern und sagt, runter von der Bühne, so einen Blödsinn haben wir lange nicht mehr gehört, dann ist das nicht eine Sache von der Messe Hamburg, jetzt Schiedsrichter mit gelber, roter Karte zu spielen, sondern es ist eine Aufgabe des Veranstalters, zu sagen, jetzt ist genug. Das ganze Thema haben wir aktuell permanent bei allen politischen Themen, die auf Bühnen und in Hallen dargeboten werden. Wir werden im Moment in der Kanzlei permanent dafür gebucht, irgendwelche Parteitage von etwas polarisierenden Parteien zu beobachten, um dann eben auch Rechtsverstöße festzustellen, ob man jetzt eine Veranstaltung beendet. Das machen wir immer im Auftrag des Veranstalters, weil die sagen, an dieser Stelle, wir dürfen natürlich keine rechtswidrigen Veranstalter und Betreiber, manchmal auch, Entschuldigung, vom Hallenbetreiber, sind die Kollegen unterwegs, die sagen, wir wollen in unserer Halle keine rechtswidrigen Äußerungen auf einer Bühne haben. Ja. Das Wort die habe ich erzählt, warum wir das so gemacht haben. Dann haben wir also 38, der wird an diesen Stellen geändert. Wie stark er geändert wird, also er wird auf jeden Fall geändert. Ob sie den ganzen Weg gehen, werden wir noch sehen. Die Diskussionen, die ich bisher geführt habe, deuten darauf hin, dass man in die Richtung geht. Man hat, das kommt nicht von uns, sondern das ist die Vorlage, die im Moment besteht, der nach 38 Absatz 1 für die Sicherheit der Veranstaltung zuständige Betreiber. Warum schreibt man so einen Satz rein? Das sind diese ganzen Diskussionen über, wenn ich das Einvernehmen zum Sicherheitskonzept von den Behörden mit einer Unterschrift und einem Stempel bekomme. Bin ich dann raus als Veranstalter oder Betreiber? Habe ich dann keine Verantwortung mehr? Ist das dann bei der Ordnungsbehörde, bei der Polizei die Verantwortung angekommen? Mit diesem Satz wollen die ganz klar machen, haben das auch in der Begründung reingeschrieben, dadurch, dass wir das Einvernehmen zu einem Sicherheitskonzept erteilen für eine Veranstaltung, übernehmen wir nicht die primäre Verantwortung, sondern die bleibt bei euch, Betreiber und Veranstalter, je nachdem, was übertragen worden ist. Wer erstellt das Sicherheitskonzept und wer hat es zu tun? Weil das ist auch eine übertragbare Pflicht natürlich. Das heißt, das will man nochmal ganz deutlich machen. Dann hat man, hier seht ihr das ist schon spannend, der Betreiber soll das Sicherheitskonzept so rechtzeitig mit den beteiligten Behörden abstimmen, dass das Einvernehmen spätestens eine Woche vor der Nutzungsaufnahme oder vor Veranstaltungsbeginn vorliegt. Ich habe vor 2 Monaten AC/DC in Karlsruhe mit betreuen dürfen für die Behördenseite und für die Messe. Und einen Tag davor
waren wir klar mit der entsprechenden Genehmigung, das ist fast immer so. Es kommen immer noch Nachläufe, es kommen immer noch Sachen, die geändert werden. Und dann hast du die letzte Vorlage des Sicherheitskonzeptes, die dann in die ordnungsbehördliche Verfügung einen Tag vor der Veranstaltung im Zweifelsfall reingeht. In Hockenheim haben wir das auch regelmäßig bei den ganzen Großveranstaltungen. Das ist eben so. Das wird nicht ganz klappen mit der einen Woche. Aber da steht jetzt erstmal drin, der Betreiber hat die Einhaltung des Sicherheitskonzeptes sicherzustellen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Die Kräfte des Ordnungs sind, das haben wir gesagt, das geht nicht, das könnt ihr so nicht machen. Die Kräfte des Ordnungsdienstes sind durch den Betreiber ausreichend zu den Inhalten des Sicherheitskonzepts zu schulen. Da bist du schon ganz nah auch, ich habe gerade in der VPLT-Nachrichten die letzten, die rumgelaufen sind, das Magazin, einen netten, interessanten Beitrag zur unerlaubten, zur Scheinselbstständigkeit, vorher gab es zur unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung. Wenn ich Fremdfirmen, andere Menschen so nah an mich ranziehe, dass ich auch noch unterweise und schule, dann habe ich natürlich ganz schnell ein Problem, auf welcher Seite ist er eigentlich angestellt nachher. Na, da gibt es ganz, ganz viele Rechtsthemen, die dranhängen. Ich kann das so nicht schreiben, das haben wir natürlich jetzt auch zurückgespiegelt. Das sollten Sie wirklich ändern, weil der Sicherheitskonzept, der Ordnungsdienst nach dem Sicherheitskonzept hat unserer Sicht etwas anderes zu tun. Dann seht ihr hier ganz, ganz viele Sätze, die unverändert sind. Die sollen die Lautsprecheransagen machen. Überlegt mal in einem Fußballstadion. In einem Fußballstadion macht der Stadionsprecher die Ansagen. Und wenn irgendeine sicherheitsrelevante Situation ist, macht es auch weiterhin der Stadionsprecher, aber ganz bestimmt nicht irgendein Sprecher des Ordnungsdienstes. Und da sind Sachen drin, die sind alle Bußgeld bewährt. Die sind Bußgeld bewährt bis zu, je nach Bundesland, theoretisch 100.000 Euro. Das heißt, da steht drin, dass es Bußgeld bewährt, wenn die Aufgaben nicht wahrgenommen werden. Also haben wir denen gesagt, ihr müsst da was tun. Und wir haben gesagt, dann macht es doch bitte richtig. Das sind die Punkte, die ein Ordnungsdienst normalerweise macht. Kontrolle an den Ein- und Ausgängen, zum Zugängen zu den Besucherblöcken unter Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahlen, Beachtung der Verbotes 35, Freihaltung von Aufstellflächen für die Fahrzeuge, Rettungsdienst, Freihaltung der Rettungswege für Besucher und gegebenenfalls auch Räume im Gefahrfall. Da ist natürlich der Ordnungsdienst gefordert mit. Das sind die Aufgaben. Gleicht das ab und macht das neu. Dann haben wir noch, ich gehe noch mal einmal kurz rückwärts. Was haben wir da gehabt? Ja, die Anforderungen, das ist was ganz, ganz Neues, was der Gesetzgeber sich hat einfallen lassen. Er hat gesagt, ihr kennt das in die Wellenbrecheranordnung bei Großveranstaltungen. Das heißt vor den Bühnen, wir haben das erste Bühnengitter, wir haben Wellenbrecher. Da hat man sich was Neues einfallen lassen, da stand früher in § 29 drin. Das war eigentlich in den Bauvorschriften. Jetzt zieht man das nach oben, will das in einen 30a holen und hat aber was festgelegt und hat gesagt, du darfst in Zukunft bei Versammlungsstätten nicht mehr als 5.000 Leute im ersten Wellenbrecher anordnen. Durchaus spannend. Bisher, überlegt mal, bei welchen Konzerten ihr war, in Versammlungsstätten, wie viele im ersten Wellenbrecher sich dann wiederfinden. Ja, man hat genaue Planungsvorgaben gemacht. Und dann sagt man aber, dieser 30a, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, der gilt nicht, wenn im Sicherheitskonzept nachgewiesen wird, dass die Nichteinhaltung der jeweiligen Anforderungen unter Berücksichtigung ihres Zwecks, die in einer Anlage zum Sicherheitskonzept dargestellte Anordnung der Besucherplätze und so weiter vereinbar, wenn das Ganze vereinbar ist. Das heißt, ich habe in dem Moment bei diesen ganzen Abweichungen jetzt in Zukunft, das kommt dazu, leider Gottes auch, deshalb habe ich kurz übersprungen, wer ist denn mit dabei? Es ist in Zukunft auch die örtliche Ordnungsbehörde dabei. Da haben schon einige Städte jetzt aufgeschrien, sollen bitte nicht das Ordnungsamt noch am Tisch sitzen haben. Wir haben Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Träger des Rettungsdienstes mit drin. Jetzt haben wir in Zukunft die Ordnungsbehörde noch mit dabei. Das wird aber kommen. Das heißt, wir haben in Zukunft bei der Abstimmung von Sicherheitskonzepten einen weiteren Partner dabei und das wird dann durch nicht einfacher. Wir können das auch nicht streichen, das wird nicht klappen. Also das ist so ein Wille, der ist schon da, das will man unbedingt haben. Wir haben also, das ist ganz schnell und ganz kompakt alles zu 43. Da wird sich ganz, ganz viel wird da noch ruckeln. Es wird vermutlich eine Anhörung noch mal geben. Am Freitag diese Woche, glaube ich. Nein, falsch. Die haben einen Termin noch dieses Jahr, die Fachkommission. Und dann schätzen sie, dass sie im Sommer nächsten Jahres auf der Ziellinie sind mit allen Paragraphen. Dazwischen wird eine Anhörung der Verbände, verschiedener Verbände, es nochmal geben, vielleicht sogar eine mündliche Anordnung, wo auch Paragraph 40, der Meister für Veranstaltungstechnik, 39, 40, nochmal die verschiedenen Sichtweisen gespiegelt werden.
Das ist zumindest im Moment beabsichtigt. Und wir haben jetzt, ich habe euch die Begründung vorweggenommen, ich habe gesagt, das, was der Paragraph 40 heute aus Sicht der Verbände, die wir hier jetzt aufgelistet haben, das ist nicht Deutscher Bühnenverein, das ist nicht die Deutsche Theater- und Hallengesellschaft, DTHG, die haben eine andere Sichtweise auf diese Themen, haben auch noch ganz andere Ideen dahinter. Das muss ganz klar sein, es gibt ja unterschiedlichste Ideen, wie kann man den Paragraph 40 sanieren, sage ich jetzt mal. Da gibt es Bedarf, wir haben in Theatern, fehlt uns teilweise der zweite Meister. Es wird schwierig, verschiedene Produktionen auf die Bühne zu bringen. Brauchen wir wirklich immer zwei? Und die Fachkommission hat eins wahrgenommen. Sie hat gesagt, eigentlich das größte Gefahrenpotenzial sehen wir eigentlich in diesen Riesenveranstaltungen, mit Riesenaufbauten auch, die wir haben. Wir haben unglaubliche Tourproduktionen, die unterwegs sind. Und wir haben eigentlich, der 40 ist entwickelt worden aus dem Theater- und Bühnenbereichen. Und da wird sich jetzt zeigen, an welcher Stelle werden welche Kompromisse gefunden. Dann haben wir natürlich die ganzen fachspezifischen Ausbildungsgeschichten haben wir nicht mehr, das habt ihr vielleicht jetzt gerade hier nochmal gesehen. Wir sind der Meinung, dass gerade auch so eine Veranstaltung ist vielleicht sogar ein typisches Muster dafür. Wir haben verschiedene Anschlusspunkte in einem Kongresszentrum, in der Messehalle, in einer Multifunktionsarena. Da ist der technische Bereich des Versammlungsstättenbetreibers gefordert und da dockt sich jetzt die Produktion mit an. Und an dieser Stelle muss man überlegen, wie kann man das abbilden in einem Paragraph 40. Ich zeige euch mal, was wir reingegeben haben. Das wird mit Sicherheit auch nicht so kommen, aber wir haben einen Vorschlag dazu gemacht. Moment, wo sind wir? Personalbemessung, Showtechnik, Tragwerk, alles Mögliche an Begründung dazu. Das erzähle ich euch gleich dann nochmal im Gesamtzusammenhang. So ist unser Vorschlag. Wir haben gesagt, macht es ein bisschen leichter. Bisher habt ihr das unheimlich kompliziert in 2 Absätzen, was wir hier in dem Absatz 2 drin haben. Den ersten Absatz haben wir nicht weiter wesentlich verändert. Wir haben gesagt, bei Auf- und Abbau der veranstaltungstechnischen Einrichtung sowie bei deren Betrieb. Vorher hat man da 2 Absätze gemacht, die unheimlich lang sind. Auf- und Abbau, veranstaltungstechnische Einrichtungen sowie bei deren Betrieb. Und dann haben wir das, was früher noch drin war, Generalproben und so weiter, haben wir drin gelassen. Mit mehr als 5000 Besuchern sowie auf 10 Flächen mit mehr als 200. Ob das jetzt der Wert ist, der unbedingt der richtige ist, man will es, glaube ich, so behalten. Grundfläche müssen mindestens von einem, nicht von 2, mindestens von einem für die Veranstaltungstechnik geleitet und beaufsichtigt werden. Bei den kleineren, ich verkürze das jetzt, damit ihr nicht so viel mitlesen müsst, kann das also bei den 50 bis 200er Bühnengrößen oder in den kleinen Hallen, wo wir unter 5000 Besucherplätzen sind, kann das auch durch eine Fachkraft erfolgen. Dann Absatz 4. Wir haben deren schönen Begriff übernommen, haben gesagt, das macht nicht der Veranstalter, sondern der Betreiber der Versammlungsstätte hat zu bewerten. Nachvollziehbar zu bewerten, am Ende wird das dokumentieren müssen damit. Ob die Mindestbesetzung für den Abbau und den Betrieb nach Absatz 2 und 3 für die Veranstaltung anzupassen ist. Die Anwesenheit von mehr als einem nach Absatz 2 ist in der Regel erforderlich. Und jetzt haben wir versucht, Beispiele dafür zu bringen, wenn veranstaltungstechnische Einrichtungen aufbauten durch einen Veranstalter, der nicht, wir haben ja auch Eigenveranstaltungen von Betreibern, also durch einen Veranstalter, der nicht Betreiber ist, in die Versammlungsstätte eingebracht werden, also der Gastveranstalter. Wenn Auf- und Abbau der Veranstaltung, also habe ich so eine Veranstaltung wie heute hier, werde ich auf jeder Seite beim Auf- und Abbau mindestens einen brauchen. Der Auf- und Abbau eingesetzt sind nicht angemessen mit den technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vertraut. Also ich kann keine externe Produktion komplett die Halle überlassen, wenn die mit den technischen Einrichtungen nicht vertraut sind der Halle. Die Bedienung der technischen Einrichtung nicht ohne Gefahr für Dritte ausgeführt werden kann. Das heißt, es ist die Frage, stelle ich hier einen Beamer auf oder eine Kameravorrichtung auf oder habe ich tatsächlich richtig was reingehängt und aufgebaut? Dann habe ich eben an dieser Stelle das Thema Gefahr für Dritte zu beantworten. Und dann haben wir gesagt, es gibt auch einen Absatz, wann brauche ich es nicht? Auf die Anwesenheit verantwortlicher Personen nach Absatz 2 und 3 kann hingegen verzichtet werden, wenn veranstaltungstechnische Einrichtungen für den technischen Laien, das sind die alten Schulparagraphen, wenn ich in der Aula irgendwas mache für eine Schulaufführung, eingebracht werden, wenn sie von, das ist jetzt aufgeteilt für den Meister oder die Fachkraft, wenn sie entsprechend von einem überprüft wurden, die veranstaltungstechnischen Einrichtungen ohne erkennbare Gefahr für die Veranstaltung Anwesende betrieben werden können, in den Fällen des Absatzes 2 mindestens durch eine Fachkraft.
Und hinten dran, das verkürze ich jetzt ein bisschen, was mit dran ist, im Absatz 3 kann es da sogar eine aufsichtsführende Person sein. Das ist die Regelung, die wir heute schon haben. Ja? Also quasi, wenn ich ganz einfach für den Laien konzipierte Aufbauten habe, kann ich es mit einer aufsichtsführenden Person machen. Ich habe von euch hinten in der Regie gesagt bekommen, ich sehe, wie viel Zeit ich noch habe. Oh, stimmt, da unten ist was. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt, habt ihr Fragen zu dem Paragraph 40? Warum machen wir das so? Wo gehen wir in die Richtung? Weil viele werden hier sitzen und sagen, wenn der Meister- oder Fachkraftausbildung, wir wissen, dass erfahrene Bühnenhandwerker oder erfahrene berufsqualifizierte Personen in Zukunft nach anderen Vorstellungen auch in diesen Rang reinkommen sollen. Das ist der Paragraph 39, an dem es sich hier hakelt. Nur wir meinen, es ist der richtige Weg, dass wir sagen, wir können nicht allein auf die Theater- und Opernhäuser mit ihren Großbühnen, mit ihren Obermaschinerien, Untermaschinerien gucken, sondern wir müssen auf ganz andere Formate gucken. Und das Format heißt, wir haben in den Hallen des EVVC, 500 Versammlungsstätten sind da ungefähr drin, haben wir 98% Gastveranstaltungen. Und da brauche ich jemanden, der qualifiziert ist in der Halle. Und ich brauche natürlich auch qualifiziertes Personal, je nachdem, was mit reingebracht wird, auf der Produktionsseite. Und das muss verschnitten werden, das Thema. Und wir können nicht sagen, wenn die Beleuchtung, wir hören die Diskussionen immer, ja, da wird was bewegt auf der Bühne. Ja, was ist eine Bewegung? Der Löhr läuft jetzt auch rum. Ist das jetzt eine Bewegung? Wenn was bewegt oder verändert wird, dann brauchst du automatisch 2 Meister. Das ist unsinnig. Ja? Sondern da muss man andere Kriterien finden. Bisher ist das sehr stark eben der Schnürboden. Es gibt eine Pause, es wird ein anderes Bühnenbild gebaut. Daher kommt das ursprünglich, dass man bei diesen Bewegungen und Umbauten dann eben sagt, da müssen mindestens 2 qualifizierte Personen eben dann auch da sein. Etwas wichtig, was wir in 44, was die Erleichterung geben kann. Ihr sitzt jetzt auf schönen Stühlen. Ihr stellt euch mal vor, die wären nicht mehr so schön weiß und neu, man will neue Stühle kaufen. Und das haben wir natürlich in 1000 Versammlungsstätten in Deutschland. Wir wollen ja entbürokratisieren. Wir haben gesagt, warum zeichnen wir in diese verdammten Pläne immer genau den Stuhl ein, wie er hier sich darstellt, mit 48,5 Zentimeter, genau mit der Wölbung nach hinten, Abstand zum nächsten Stuhl. Wir müssen die Flächen, auf denen Stühle aufgestellt werden und die auf die Ausgänge zuführenden Rettungswege, Gänge, in Anführungsstrichen, die sollten wir, so wie wir es bei Messeständen schon seit Ewigkeiten machen, da wird nicht der einzelne Messestand eingezeichnet, sondern es werden die Flächen, auf denen Messestände aufgebaut werden und die Gänge, rechts und links und dahinter, die werden entsprechend gezeichnet. So wollen wir das auch für die Bestuhlung nach § 10 haben. Warum? Weil jeder, der sich neue Stühle kauft, kann neue Pläne malen, muss die alle stempeln. Wir haben zum Beispiel im World Conference Center 60 Bestuhlungsvarianten. So, jetzt kaufen wir sich nach, 10, 15, 20 Jahren neue Stühle. Das können wir wirklich alles neu vermaßen, wenn der Stuhl nicht 1:1 der gleiche ist von den Abmessungen. Und wenn ich reingebe, ich durfte vorher möglicherweise 20 Stühle, rechts und links im Gang, 20 Stühle aufbauen. Und jetzt ist ein Stuhl 2 Zentimeter breiter geworden, dann kriege ich ja keine 20 mehr, dann kriege ich nur noch 19 Stühle hin. So, das kann ich ja in das Feld auch reintragen. Ne? Maximal, das sind die Gänge, die auf die Ausgänge zulaufen. Und wir haben ich sehe hier die Kameraaufnahme von dir, wir haben häufig die Kamerasysteme ganz hinten, hinter den Stuhlreihen stehen. Und gerade bei kleineren Hallen ist die Situation, das ist eine Vorgabe, hinter den Stuhlreihen sollen Durchlauf möglich sein. Das macht natürlich nur dann Sinn, oder ist nur dann erforderlich, wenn ich nicht rechts und links auch Ausgänge habe. Wenn ich rechts und links Ausgänge habe, dann brauche ich nicht den Durchgang, sondern kann die Leute anders laufen lassen. Also es hängt von der Türsituation aus. Und da ist man auch sehr aufgeschlossen und sagt, das können wir wegnehmen, wenn eben gewährleistet ist, dass die Rettungswegführung auf Ausgänge geradlinig erfolgt. Also insoweit haben wir hier den 44er auch mit diesen blau hinterlegten Punkten. Es soll die Anordnung der Flächen und nicht mehr der Stuhl selber entsprechend eingezeichnet werden. Im Frankfurter Raum wird das von den Bauaufsichten schon vielfach gemacht. Mir hat das zumindest die Frankfurter Messe mal gespiegelt, dass die eigentlich danach mit umgehen können. Auch wenn sie solche Bestuhlungsvarianten in einer Messe aufbauen, werden nur noch die Flächen schraffiert und die Gänge entsprechend gekennzeichnet. Und theoretisch kann ich dann auch ein Open-Space-Format machen mit runden Stühlen. Die Frage kommt nämlich immer wieder, kann ich auch runde Aufplanungen mitbauen? Ja, steht im Versammlungsstättenrecht, werden sie in Reihen aufgestellt, sind sie miteinander zu verhaken. Es ist halt ein Kreis, es ist keine Reihe. Der Gesetzgeber kann nicht alles regeln an dieser Stelle, insofern ist es durchaus möglich, auch da solche Varianten mit den Flächen entsprechend abzubilden, rechtskonform abzubilden.
Dann, das ist ein Punkt, den wir, das Blaue, was ihr seht, im Moment ist das Gelb in der Verordnung vorgesehen. Stellt euch mal vor, also jetzt ist es echt total toll belegt. Ich bin absolut begeistert, dass ihr noch nicht wegrennt. Technik und Juristerei passen ja nicht immer zusammen. Aber wenn jetzt nur 5 Leute hier wären, würde ich sagen, das nächste Mal braucht ihr nicht mehr so viele Stühle. So, und wenn ich jetzt hier eine Maximalvariante habe, dann haben die gesagt, ja, also es ist keine Änderungsbestuhlungsplan, so haben wir das schon immer gelebt, wenn eben diese Flächen nicht anderweitig benutzt werden. Da haben wir das reinkommentiert und haben gesagt, das ist Unsinn, was er da reinschreibt. Natürlich würde ich, wenn wir hier 5 Stuhlreihen weniger haben, möglicherweise den Abstand vergrößern. Dann können wir die Beine ausstrecken zueinander. Also nutze ich diese Fläche natürlich auch anders. Oder ich stelle gegebenenfalls tatsächlich noch ein paar Stehtische seitlich mit hin, weil ich einfach Platz habe. Die Gänge sind da. Das kann ich alles tun, wenn die unserem Vorschlag nach 44 folgen. Hier meinen wir, dass das raus muss. Und was haben wir da noch hinten drin? Eine Ausfertigung. Ja, in NRW hat man den Absatz schon längst rausgenommen. Man sagt, okay, das war mal eine Bestimmung, die man für die Feuerwehr geschrieben hat. Aushang eines Plans am Haupteingang jedes Raums. Ist von eurem Hallenbetreiber von euch dabei? Macht ihr sowas? Das heißt, hängt ihr immer den aktuellen Plan aus vorne am Haupteingang? Was bringt uns das? Bringt uns gar nichts. Für die Feuerwehr, die kriegen die heute digital zugespielt und sagen, wie ist die Aufplanung, was ist die genehmigte für diese Variante. Die haben die und der Veranstalter muss natürlich einen Plan kriegen. Deswegen kann man das so schreiben jetzt, wie sie es gemacht haben. Dann macht es vielleicht noch Sinn. Also ich übersende natürlich, wenn der Veranstalter selber aufstellt, ihm das Planwerk. Damit weiß er auch gleich, wir haben eine genehmigte Situation innerhalb dieser Flächen und dann kann er seine Stühle stellen, wenn es nicht eine Dienstleistung des Betreibers ist. Jo, und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid angeregt jetzt gleich in der Diskussion. Bitte, gerne. Du kriegst ein Mikrofon gleich. Also zu dem Aufhängen der Pläne. Davon sind wir auch abgekommen, haben aber neulich von unserer Bauaufsicht deswegen Anpfiff bekommen, warum wir die denn nicht aufhängen. Pfeift mit ihnen zusammen. Das ist die einzige Vorschrift, die nach § 47 nicht Bußgeld bewährt ist. Also ist genau rausgenommen. Im Bußgeldkatalog von nach 47 fehlt genau dieser Absatz. Nicht bußgeldrelevant. Das ist eine reine Formvorschrift für die Feuerwehr. Ist absolut blödsinnig, weil das ist die Maximalkapazität, die ich da drin abbilde. Der ist gestempelt dann, der Plan. Und der ist das Interessante, ist innerhalb dieser Flächen gearbeitet worden. Um den geht es eigentlich. Also insofern im Moment, in welchem Bundesland? Berlin? In Berlin darf das ja gar nicht passieren eigentlich. Warum? Weil ihr habt die Betriebsverordnung, ihr habt die Paragraphen 32 bis irgendwo hin, ne? Oder 26 fängt es bei euch an, aber ihr habt den Zehner doch gar nicht. Der Zehner wird ja nur so mit einem Auge im Versammlungsstättenrecht gesucht. Ihr habt da überhaupt keine Relevanz. Also in Berlin könntet ihr, in welcher Halle? Welche Halle Berlin? Okay. Also, ja. Ist negativ aufgestoßen. Alles gut. Ja, gut, ist immer die Frage, wie man mit wem zusammenarbeitet. Aber damit verdienen wir dann unser Geld, die Leute zu streicheln und zu sagen, es passt schon. Okay, also normalerweise geht das in Berlin relativ entspannt. Also ich habe 6 große Hallen in Berlin, die ich betreuen darf, auch für den Senat für Inneres und Sport sehr, sehr viel. Das Thema wird ganz flach eigentlich da gehalten. Weitere Fragen? Hey, traut euch. Ja, gerne. Ich habe eine Frage, und zwar sind wir eine Eventagentur, schließen entsprechend oft Verträge mit Locations, und da ist das Thema Veranstaltungsleiter immer ziemlich diskussionsbehaftet, da ja die Definition oftmals nicht so ganz klar ist. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es jetzt Veranstaltungsleitung heißen soll. Ist denn trotzdem angedacht, das Ganze ein bisschen genauer zu definieren? Ja, also es gibt auch von der IGVW gibt es ja auch einen SQ-Standard dazu. Zur Veranstaltungsleitung. Wir haben, glaube ich, auf unserer Webseite, der schon ein bisschen hat schon einen Bart, so alt ist der, die rechtskonforme Bestellung der Veranstaltungsleitung zum Umsonst-Download, könnt ihr mal raufgehen. Ganz hinten findet das Veranstaltungsleitung irgendwie 15 Seiten Papier mit Varianten, die wir auch da beschreiben, was geht.
die Situation ist einfach die, wie wird es gelebt? Ihr habt diesen Paragraph 38 Absatz 5. Der Betreiber darf die Verpflichtung nach den Absätzen 1 bis 4 auf den Veranstalter übertragen, wenn dieser oder dessen Veranstaltungsleiter mit der Versammlungsstätte und seinen Einrichtungen vertraut ist. So lautet der. Ne? Und da kommt genau diese Diskussion auf, die du jetzt gerade ansprichst. Wir sind noch nie mit der Versammlungsstätte vertraut. Und deswegen wird eigentlich seit jeher eine gemeinsame Veranstaltungsleitung gelebt. Gebäudetechnik, mit einem Verantwortlichen, der bis zur Klimalüftungstechnik den ganzen Kram in den Händen haben, Brandschutztechnik, Meldesysteme, die über die Betriebstechnik eben entsprechend funktionieren. Und wir haben jemanden, der von der Veranstalterseite da ist. Und jetzt mache ich mir eine Matrix auf und jetzt überleg mal, wie viele Punkte die du dir vorstellen kannst, was kann alles daneben gehen bei einer Veranstaltung. Wir kommen so im Regel so zu den groben Dingern, 10 bis 15 Punkte maximal. Und jetzt mache ich oben einen Satz auf und der lautet: Wenn wir uns nicht einig sind, hat das letzte Wort, soweit wir keine Anordnung von Feuerwehr oder Polizei bekommen. Das Thema ist immer bei Drohanrufen und diesen ganzen Blödsinn, den du auch im Kopf hast. Da ist immer die Frage, hast du die Polizei heute dabei? Ich habe noch keinen Polizisten hier gesehen. Den müssen wir anrufen. Wie entscheiden wir, wenn wir einen Drohanruf gegen eine Veranstaltung bekommen? Wer hat das letzte Wort, wenn keine Anordnung da ist? Und dann müsste es in so einer Matrix, die kann auch immer unterschiedlich aussehen. Es gibt Häuser, die sagen, wir wollen fast alles entscheiden. Und andere, die sagen, ich habe jetzt gerade eine große Messe oben in Hannover, von der DLG, da werden alle Hallen belegt. Da übernimmt die DLG mit ihrem Veranstaltungsleiter quasi alles, bis auf ganz kleine Punkte, nämlich Gebäudetechnik. Die entscheidet alles, auch bei diesen terroristischen Gefahrenlagen, immer in enger Abstimmung mit der Polizei. Wir haben jetzt gerade möglicherweise eine Demo, die wir kriegen weil irgendwie eine Betriebsverlagerung eines Ausstellers nach Polen geht. Der deutsche Betrieb soll geschlossen werden. Da kommt IG Metall, da kommen alle möglichen, die wollen eine Spontandemo in einer laufenden Veranstaltung machen. Und da ist die Frage, wer entscheidet da jetzt? Eine Messe? Ganz bestimmt nicht. Der Veranstalter mit seinen Ausstellern bereitet sich darauf vor, in Abstimmung mit der Polizei. Und diese Matrix müsst ihr aufmachen. Wenn wir uns nicht einig sind, wird das letzte Wort. Und das wird auch, wir haben das in Fußballstadien ja auch, seit jeher. Das heißt, wir haben den Betrieb, den technischen Betrieb eines Stadions und wir haben immer nach Regelwerk auch DFB natürlich den Veranstaltungsleiter, der alle spieltagsbezogenen Elemente eben betrachten muss. Aber nur wenn die Gebäudetechnik, wenn die Sicherheitstechnik, wenn irgendwelche Sachen betroffen sind, geht der Betreiber in das Thema mit rein. Und dann, wenn wir uns nicht einig sind, hat er das letzte Wort und kann sagen, wir unterbrechen, brechen ab. Oder wenn eine Bestuhlung völlig daneben gelaufen ist. Oder hier Stühle rumgestellt werden, in den Gängen stehen. Da geht der Betreiber hin, wenn er es nicht wegstellt, dann räumen wir gegebenenfalls. Also es geht, ja, aber du musst die Hausaufgaben zu Ende machen und sagen, okay, dann müssen wir auch eine Matrix aufstellen. Ihr findet solche Beispiele bei uns da auf der Webseite auch dazu. Deine Frage beantwortet. Okay. Hallo. Wie ist es denn, wenn kein Veranstaltungsleiter benannt wird? Dann sind wir auf jeden Fall im roten Bereich nach dem Versammlungsstättenrecht. Also wir haben § 47. Da gibt es 2 Bundesländer, die haben was ganz Tolles geschrieben. Das ist Bayern. Bayern hat erst im Jahre 2008 die alte Musterversammlungsstättenverordnung umgesetzt und hat 5 Jahre gesagt, wir setzen das nicht um, weil die beiden großen Landesbeteiligungen des Freistaat Bayerns, wer ist das? Messe Nürnberg und Messe München. Und die beiden haben Einspruch eingelegt und haben gesagt, wenn da nicht drin steht, dass der Veranstalter für die Pflichten, die wir ihm schriftlich übertragen haben, das ist der Vertrag, was wir ihm im Vertrag reingeschrieben haben, dass er dafür die Verantwortung trägt, dann kann dieser Paragraph und damit auch die Verordnung nicht in Kraft treten. Und am Ende des Tages, das ist Bayern, steht ein Zwischensatz drin, der Veranstalter ist für die Pflichten, die er übernommen hat, verantwortlich. Und was bedeutet das? An ihn kann direkt ein Bußgeld geschickt werden. Das heißt, wenn kein Veranstaltungsleiter da ist, der kriegt das Bußgeld. Der Veranstalter, wenn im Vertrag drin steht, Sie sind dafür verantwortlich, dass der Veranstaltungsleiter namentlich benannt, sich mit den und den Szenarien vertraut gemacht hat, anwesend ist. Aber in allen anderen Bundesländern ist das wieder mit der Halterhaftung fließender und ruhender Verkehr. Ja, das heißt, die Behörden müssen nicht nachfragen, die können dem Betreiber direkt ein Bußgeld geben und sagen, das kannst du dir im Zivilprozess zurückholen vom Veranstalter. Aber wir lesen nicht deine vertraglichen Vereinbarungen durch, sondern wir nehmen dich als Adressaten, also deine Frau parkt falsch, dein Auto, dein Halter, ne? Du bist der Halter, dann bekommst du den Strafzettel. Ja? Und im fahrenden Verkehr muss der Nachweis geführt werden, wer ist es wirklich gewesen. Also genau dieses Prinzip Halter-Fahrerhaftung, das kannst du dir merken, ist in dem Versammlungsstättenrecht angelegt. Grundsätzlich kriegt der Betreiber erstmal die Bußgelder.
Rheinland-Pfalz hat das auch anders geregelt und Bayern. Sonst sind alle anderen Bundesländer genau diesem Mustervertragstext oder Musterverordnungstext gefolgt. Insofern, es gibt ein Bußgeld, wenn man nicht bei erwischt. In Bayern, also in München, sind sie echt da auch dabei. Im Regelverstoß ist 5.000 €, wenn Meister nicht da sind oder auch ein Veranstaltungsleiter nicht da ist innerhalb dieser Zeiträume. Und das kontrollieren die auch gerne, gerade mit dem KVR und der Branddirektion in München. Weitere Fragen? Ich hab noch eine. Okay. Die neue Verordnung, habe ich das richtig verstanden? Die kommt Mitte nächsten Jahres? Oder? Also ich hatte jetzt eigentlich, ich war 6 Wochen auf dem Wasser und habe mich so ein bisschen unter Segeln gefühlt und habe gearbeitet da und habe gedacht, ich mache jetzt den neuen Kommentar schon mal in den Dingern fertig und habe dann zwischendurch angerufen nochmal bei Dr. Schleich und habe gedacht, wie sieht's denn aus? Und habe letzte Woche auch nochmal, weil der Verlag sagt, wir wollen diesmal ganz schnell mit der neuen Auflage dabei sein. Und dann hat er gesagt, Herr Löhr, Sommer 26, es wird keine Versammlungsstättenverordnung 2025, es wird Sommer 26, dass wir glauben, dass wir durch sind. Und dann haben wir das Notifizierungsverfahren, weil 2, 3 Dinge müssen nach Brüssel abgesegnet werden davon als Musterverordnung, weil diese Musterverordnung wird über die technischen Baubestimmungen scharf geschaltet. Die Länder haben die technischen Baubestimmungen, da steht irgendwo die Musterversammlungsstättenverordnung mit drin in Bezug auf diese baulich-technischen Dinge. Und deswegen muss das notifiziert werden, damit es eben keinen Vorteil deutscher Unternehmen geben kann. Und dann das dauert dann nochmal 3 Monate in der Regel und dann kommt das zurück. Da gibt es auch zu 39 und 40 zu dem Meister. Und ist das okay europarechtlich mit der Dienstleistungsfreiheit im Bereich von Fachkräften und Meistern? Und wenn wir alle happy sind, kriegen wir es nächstes Jahr unter den Weihnachtsbaum gelegt. Schätze ich mal. Also das ist so meine Einschätzung nach den letzten Rückmeldungen dazu. Noch eine weitere Frage? Gerne. Dankeschön. Das ist immer noch die ganze Sache mit was waren das, 3 Jahre Berufserfahrung für Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist immer noch gültig nach Abschluss der Ausbildung, richtig? 2 Jahre. 2 Jahre. Also bei der Fachkraft ja, das ist immer so die Diskussion, wir haben einen, der arbeitet schon so lange und hat jetzt eine Fachkraft und sage ich ja, 2 Jahre nach Fachkraft, dann 2 Jahre ist im Moment. Ich weiß nicht, ob da kann es sein, dass darüber tatsächlich nochmal diskutiert wird. Ich schätze, dass 3 bis 4 Verbände eingeladen werden zu dieser Anhörung zu § 3940. Und ich hoffe, dass da alle so kompromissmäßig aufeinander zugehen und sagen, das wäre, weil der Gesetzgeber wird sehr viel mitmachen an der Stelle. Wir haben nicht so viel Know-how auf der Projektgruppe, wie es früher war. Herr Gröger, der ist jetzt verstorben, der hat mal diese Versammlungsstättenverordnung entwickelt, mit dem habe ich 25 Jahre den Kommentar zusammen rausgegeben. Der war Jurist und Techniker und der hat dafür gebrannt und hat das Ding eben 25 Jahre oder 20 Jahre im Vorsitz geleitet. Und jetzt hast du eine ganz neue Generation, die kennen die ganze Historie nicht, dieser Paragraphen. Und deswegen rufen die auch bei mir relativ häufig an, haben sie noch ein Sitzungsprotokoll aus der 254. Fachsitzung? Warum hat man das denn so gemacht damals? Und man merkt, da ist Unsicherheit da und es ist durchaus, die sind offen und sagen, hey, wenn ihr uns vernünftige Argumente gebt, dann kann da auch was passieren. Und durchaus ein Anstoß, nochmal drüber nachzudenken, muss wirklich 2 Jahre nach Abschluss der Fachkraft oder kann man da auch irgendwie einen Zwischenweg finden? Also es wird tatsächlich noch andere. Ich weiß nicht, ob jemand von der DTHG heute hier ist, der auch die Vorschläge von der Deutschen Theater- und Hallengesellschaft da noch was zu sagen kann oder will? Im Moment nicht. Aber insofern, also im Moment musst du noch ein bisschen warten, damit du zugelassen als Fachkraft arbeiten darfst. Es sei denn, aber du kannst ja als aufsichtsführende Person, die mit den technischen Einrichtungen vertraut ist, schon loslaufen. Weitere Fragen? Nö? Echt nicht? Okay, ihr könnt alle, weil ihr es nicht getraut habt, noch zu mir hier vorne hinkommen. Ich habe noch im Zeitpanel, wie viele Minuten? 10 Minuten habe ich noch. Okay? Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch ein paar Fragen hier loswerden. Ansonsten war super, dass ihr so lange ausgehalten habt mit mir. Danke nochmal. Tschüss.